Musica is proudly presented by Rolex. 3 promising young conductors compete in a unique competition. They made it to the finals of the Herbert von Karajan Young Conductors Award in Salzburg. Glücklich und einfach voller Vorfreude auf das anstehende Finale. Ein Konzert im Rahmen der Salzburger Festspielen, das ist ein großer Luxus. Ich freue mich einfach. Es ist ja das berühmteste Festival für klassische Musik auf der ganzen Welt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und jetzt bin ich plötzlich da. Who will take home this prestigious award? The preparation and excitement ahead of the finals. Herbert von Karajan Young Conductors Award Part 2. Tobias Vergerer is on his way to conduct at the Vienna Volksoper, where he's a conductor in residence. The young Austrian spends every spare minute preparing for the most important moment of his career, the finals of the prestigious conducting competition. %90 von der Arbeit und von der Vorbereitung beim Dirigieren ist halt selber im Kämmerlein, im Zimmer, am Schreibtisch. Ganz viel über Werke lesen, nachdenken, ausprobieren. Aber vor allem, dass man wirklich genau überlegt, wie möchte man das haben. Dass man sich wirklich versucht, sich das zu visualisieren. More than 300 young talents from around the world applied for the competition, but only 3 made it to the finals. Tobias Vergerer, Vitaly Alexinok and Hankyul Yun. The South Korean conductor Hankyul Yun is a multifaceted artist who is also a composer. Die Musiker zu inspirieren und mit denen zu kommunizieren. Ich glaube, das war und ist immer noch das größte Ziel für mich und das genieße ich auch am meisten. Ich glaube, Flexibilität ist ganz wichtig und einfach die Atmosphäre zu verstehen und dann anzubieten, damit die Musiker dann immer so frisch, so lang bleiben können. Dann haben Sie diese Achte, gell? Das muss das muss wie jetzt wirklich so zäh und präsent wie möglich gespielt werden. Die Technik ist enorm wichtig. Aber auch das Vermögen, 100 Musiker, die für dich spielen, auch zu motivieren und zu begeistern können. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir können während dem Konzert ja nicht sprechen mit ihnen. So machen sie das so, oder ich kann oder wie ein Fußballtrainer nicht ins Fußballfeld hineinschreien oder so. Alles passiert im Stillen und man ist eben auf die Hände und auf die Gestik und auf die Körpersprache angewiesen. A challenging week lies ahead of the finalists. Each of them gets to conduct their very own concert. Alle Begleitfiguren noch übertrieben abphrasiert. Dass wir eine unglaubliche rosarote Brillenwelt erschaffen. The candidates are accompanied by the renowned ensemble Camerata Salzburg. And among the musicians, expectations are high. Das ist einiges, was ich mir wünsche. Also erstens mal ein Konzept, eine Vision für das, was man machen möchte. Vertrauen ins Orchester. Es ist ein Austausch und das schätze ich schon sehr, ja. Für mich ist auch total so, also Vertrauen, das Wort. Es ist eine wichtige Sache, weil das Orchester klingt anders. Ein einziger Mensch kann die ganze gesamte Klangfarbe total ändern. Und das finde ich faszinierend. The Belarus conductor Vitaly Alexinok chose a daring concept. He alternates Beethoven's Second Symphony with a piece by the Ukrainian composer Valentin Silvestrov.
Zwischen den Sätzen von Beethoven kommt die stille Musik von Silvestrov und das ist für mich wie Vertonung der Stille. Zum Beispiel der erste Satz von Silvestrov endet so, eigentlich sehr leise, dann wird es wirklich zu nichts und dann plötzlich kommt Beethoven mit. Und das ist eigentlich die Spannung von Silvestrov bereitet schon den Beethoven vor, als würden die beiden sich schon eigentlich irgendwo getroffen haben. Silvestrov ist natürlich ein sehr berühmter Komponist, gerade in der Ukraine, in Osteuropa. Kennengelernt habe ich ihn an der ukrainisch-polnischen Grenze, als ich ihn dort als Chauffeur einfach während seiner Flucht zu Beginn des Krieges abgeholt habe. Für mich ist es zumindest so, dass ich hier überhaupt kein richtiges Wettbewerbsgefühl habe. Natürlich ist Anspannung dabei und Nervosität, aber überwiegend tut ganz eindeutig bei mir einfach diese Vorfreude, dass man jetzt ein Debüt bei den Salzburger Festspielen mit einem eigenen Konzert haben darf. Das ist schon sehr besonders. Ja, das fühle ich auch. Es geht hier vor allem um die Musik und nicht um den Wettbewerb. Ich freue mich besonders auch auf das Konzert und ich bin sehr dankbar, dass wir selber unser Konzertprogramm auch auswählen durften. Ich wünsche mir, dass die Orchestermusiker vor allem und Orchestermusikerinnen es genießen können und dass wir tolle Zeiten zusammenbringen. Hallo, herzlich willkommen. The competition carries the name of an icon, Herbert von Karajan. At the Karajan Institute, his legacy is preserved, and the finalists get the unique opportunity to delve deeper into the world of the visionary composer. Gehen wir mal rein noch ins Archiv. Wir haben hier im Karajan-Archiv jede Menge Originalmaterialien, Korrespondenz, Bücher, seine Studienpartituren. Also was man hier sieht, ist die Dirigierpartitur von Boris Godunov. Also es ist ein wirklich sehr bedeutendes Dokument, weil es eben diese jahrzehntelange Befassung mit diesem Werk dokumentiert. Wie setzt du Farben ein? Dynamik ist rot. Und bei dir? Naja, ich habe es nach Instrumenten geordnet. Bei mir ist rot alles, was Blechbläser ist, blau alles, was Holzbläser ist und quasi Bleistift ist Streicher. Ich nutze nur Bleistift. Weil ich zu faul bin, halt immer. Für die neue Generation würde Herbert von Karajan empfehlen, immer wieder über das hinauszugehen, was sie schon kennen. Neues Lernen im Bereich der Innovation. Das hat ihn sein Leben lang befasst und beflügelt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch in seinem Sitz sitzen. Den haben wir drüben. Ich habe seinen Klang immer geliebt. Und was mich einfach so fasziniert hat, ist, er ist so ein Klangmagier gewesen. Interessanterweise war Karajan tatsächlich einer der ersten, die mir den Weg zur klassischen Musik gezeigt hat. For the winner, the Herbert von Karajan Young Conductors Award opens the doors to an exciting career. One of them is Maxime Pascal. The French conductor won the award in 2014. C'est un souvenir un peu comme dans un rêve. J'ai été extrêmement chanceux de gagner ce concours parce que ça a été un point de départ extraordinaire. He's the first winner to conduct an opera production at the Salzburg Festival with the Vienna Philharmonic in the pit. Très vite, après le concours, j'ai été invité à diriger des orchestres un peu partout dans le monde, aussi dans les festivals, dans les maisons d'opéra. Oui, ça a été évidemment un tremplin incroyable. And the finals have arrived. The three young conductors are about to make their debut at the Salzburg Festival during the award concert weekend. For all of us in the jury, I think it's very important is that you get the impression that it's about the music and not about impressing an audience or even worse, a jury, but about making music. You're looking for obvious things, obviously technique, obviously musicality, personality and charisma. Ich glaube, Zweifel begleiten einen immer, aber man ist so in einem positiven Tunnel drinnen, dass man da jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit hat für
Wir mussten uns entscheiden, der Gewinner des Karajan Young Conductor Award ist Hanko Lyon. Months of intensive preparation have come to an end. Participating at the Herbert von Karajan Young Conductors Award was a unique experience for all three of them. Unglaubliche Ehre, dass ich so eine Gelegenheit überhaupt bekommen habe, mit zwei anderen tollen jungen Dirigenten, Tobias und Vitali, selbe Bühne teilen zu dürfen. Ich habe einfach unglaublich viel Spaß gehabt am Konzert. Viel Musik während des Konzerts erlebt. Das hat mich sehr inspiriert. Musica was proudly presented by Rolex.